einen kleinen Skorpion in meiner Hose. So, meine Sachen sind alle nass. Und sie wollen mir so viel Geld abknüpfen, hier ist es so frech. Das hast du gesehen? Ich bin schon einige Meter gefolgt. Spooky, spooky, spooky. Also die Nacht habe ich überstanden, aber mein Rucksack ist voller Ameisen. Und so auch meine Klamotten. Ich räuchere das gerade aus und hier sehe ich einen kleinen Skorpion in meiner Hose. Guckt euch das mal an. So, also ich werde meine Sachen von Viechern befreien und dann von hier verschwinden, ab in die Strömung und weiter geht's Richtung Barcelos. Es sind noch circa 100 Kilometer, dann bin ich da. Also das wären 2, 3 entspannte Paddeltage. Der wirkte harmlos, der Skorpion. Was wisst ihr darüber? Ist er das auch? Denn da war noch ein weiterer in meinem Hammock drin. Als ich es jetzt zusammengebaut habe, habe ich es ganz am Ende dann gesehen und so leid es mir auch tut, getötet. Jetzt bringe ich hier, guck da, einen matschigen kleinen Skorpion mit. Das Drama um den Skorpion. Hört man diesen Sound? Klingt auf jeden Fall ziemlich gruselig. Ehrlich? Boah, weg von dieser Insel, ey. Diese fleischfressende Insel hier ist gar nicht so geil. Wach zu werden und von Ameisen und Skorpionen attackiert zu werden und irgendwelche gruseligen Geräusche im Hintergrund. Und das Ganze, während ich lauter Dornen in meinen Füßen habe, die ich beim späteren Zeitpunkt nochmal richtig rausziehen muss. Kann nur besser werden heute. Hier sind noch ein paar kleine Ameisen. Ja, die sind das, so ganz kleine braune. 1000 Kilometer mit Kajak durch den Amazonas. Wow, Leute, es ist bullig heiß. Heute wird ein noch viel heißerer Tag, als es sowieso schon jeden Tag heiß ist. Alter Falter. Naja, und was mich in der ersten Woche so krank gemacht hat, war meine Nieren aufgehört haben zu arbeiten, denn ich fühle mich wie ein Wasserfall. Es läuft an mir herunter, der Schweiß läuft schneller raus als das Wasser wieder rein. Ja, seither esse ich Salz. Okay, die Antwort auf die Gesunderhaltung meines Körpers, dass ich nicht dehydriere, ist ganz einfach. Es ist Salz. Darum habe ich mir hier eine Tüte voll Salz organisiert. Und immer wenn ich das Gefühl habe, es wird irgendwie zu viel, ich schwitze zu stark, dann mache ich Folgendes. Ich mache mir ein bisschen Salz auf die Zunge, lasse das ordentlich zergehen und kann auf diese Weise, ist das eklig, und kann auf diese Weise das Wasser in mir halten und dehydriere nicht. Wow. Weiter geht's. Hallo ihr Kleinen.
gesehen? Ist ja wohl voll komisch. Das ist mir schon einige Meter gefolgt. Und da ist es immer noch. Ob das ein Fischschwarm ist? Oder ein Krokodil unter Wasser? Warum folgt es mir? Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht weiß, was da so unter einem ist. Auf diesen Gewässern hier. Spooky, spooky, spooky. Ich für meinen Teil bin, Alter, fix und foxy. Die große Sonne steht ganz oben auf dem Himmel, knallt hier runter, brät mich. Und man sollte meinen, es ist gut für die Muskulatur, denn sie ist schön weich. Aber dem ist so nicht. Das, Alter, jetzt wirklich, die erste Woche war es die linke Schulter, jetzt die rechte Schulter. Immer wieder ist irgendwas. Naja, ich werde jetzt ein bisschen pausieren, ein bisschen dehnen. Und dann habe ich noch so eine Art Schlangensalbe. Womöglich werde ich diese auch mal wieder nutzen. Tat ich zuletzt auch mit der linken Schulter, jetzt mache ich es mit der rechten. Ja, richte mich wieder her und dann geht's noch mal ans Paddeln heute. Zugeben, meine Lust ist nicht besonders groß, aber naja, noch 2 Stunden und dann geht die Sonne wieder langsam unter. Ich chill hier mal noch ein bisschen. Hi Leute! Gucken wir uns doch mal gemeinsam um und ziehen uns diesen Fluss hier rein. Ist das zu fassen, dass das ein Fluss ist? Damn. In Europa treffe ich Meere, die sind kleiner. Alter, es ist riesengroß, es ist riesengroß. Ich raff mehr und mehr, wie die Strömung funktioniert, aber das heißt nicht, dass ich mich immer an die Regeln halte, denn ich habe natürlich auch meine Wege, die ich gern gehen würde. Und jetzt gerade will ich vor allem zu einem kleineren Fluss kommen, um die letzten 50 Kilometer nach Barcelos zu schaffen. Bis dahin sind es noch 30 Kilometer Kampf. Jo, darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Eine kleine Mitfahrgelegenheit. Hey. Okay, die Mitfahrgelegenheit ist ganz schön schnell. Viel zu schnell für mein Kajak. Das ist gerade abgesoffen. Alles abgesoffen. Jetzt haben wir es gerettet. Und seht mal da vorne. Transportiert sie auf diesen super schnellen Boot. Meine Fresse. Gucken wir mal die Gruppe hier an. Alle gut besoffen. Pass auf. Hallo. Alter Falter, welch ein Chaos. Okay, also meine Sachen sind alle nass. Eigentlich bin ich froh, dass ich jetzt hier bin. Denn das wäre eine Katastrophe geworden, mich da draußen zu organisieren. Guckt euch das an, so wie sieht es um mich herum aus. Also, alles Gute. Hat was Schlechtes. Ich bin hier gelandet. Alles Schlechte hat etwas Gutes, denn ich bin hier gelandet. Und das Gute hat bestimmt auch wieder was Schlechtes. Und das kennt wieder was Gutes. Und so geht die Reise immer weiter. Worum geht es letztendlich? Akzeptanz. Ich akzeptiere es und freue mich einfach, jetzt hier zu sein, noch ein bisschen Zeit zu haben, mich zu organisieren.
einen sicheren Platz für mein Kajak zu finden und dann ein Hotelzimmer. Und hier und jetzt bin ich pappensatt. So viel zu Guten und Schlechten und Schlechtes und Gutes. Hier ist gerade wieder was Schlechtes. Ich bin hart am Verhandeln. Wann und wie und wo ich mein Kajak sicherstellen kann. Und die wollen mir so viel Geld abknüpfen. Hier ist es so frech. Also macht mich fast wütend. Jetzt bin ich hier versammelt auf dem Fluss mit ein paar Dudes und wir verhandeln über den Preis. Hola! Ist gut. Ich habe mich dagegen entschieden, irgendwo Geld zu bezahlen, um meinen Kajak sicher zu haben. Die sind alles gierige Säcke hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Also bin ich hier zu einem Hotel gegangen, wo ich leider kein Hotelzimmer bekommen habe, welches ich morgen bekomme, aber einen sicheren Platz für meinen Kajak. Und das habe ich jetzt hier einfach abgestellt. Hier das Wasser, hier das Kajak. Und hier mein dicker Haufen Sachen, den ich jetzt zu einem anderen Hotel bringe, um morgen wieder hierher zu kommen. Gut, also, wow, ich bin ganz schön auf Zack gerade. Dann, geil, jetzt kommt der angenehme Part. Gleich Sachen zurückbringen und dann Restaurant. Wow, duschen, geil.